Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. In Deutschland gibt es Spukschlösser, aber in China sind 8000 Geisterkrieger unter der Erde begraben. Das ist die Terrakotta-Armee. Über 2000 Jahre alt und nur ein Teil von Chinas schauriger Vergangenheit. Von verfluchten Palästen bis hin zu Massaker-Gedenkstätten, in denen die Luft noch immer schwer ist. Chinas Spukgeschichte ist eine ganz andere. Wenn Sie dachten, der Schwarzwald sei gruselig, Sie haben noch nichts gesehen. Die Guoliang-Tunnelstraße, eine durch Willenskraft geschaffene Straße. Stellen Sie sich eine Straße vor, die so furchteinflößend ist, dass Sie bei einer falschen Bewegung in einen Abgrund stürzen könnten, und trotzdem fahren die Menschen sie freiwillig. Und nun stellen Sie sich vor, dass dieselbe Straße nicht von Fachleuten mit modernen Maschinen gebaut, sondern vollständig von Hand in den Fels gehauen wurde, von Dorfbewohnern, die nur mit Hämmern und Glauben bewaffnet sind. Willkommen im Guoliang-Tunnel in China, einer Bergpassage, die selbst Deutschlands berühmte Alpenstraßen zahm aussehen lässt. Hoch in den Taihang-Bergen der Provinz Henan war das abgelegene Dorf Guoliang, einst ein vergessener Punkt auf der Landkarte. Umgeben von Felsen und abgeschnitten von der Welt. 13 Dorfbewohner, die der Isolation überdrüssig waren, wurden zu Ingenieuren der Not und meißelten einen Tunnel direkt durch unbarmherziges Gestein. Ohne Sicherheitsausrüstung, ohne Baupläne und ohne Hilfe von außen. Es dauerte 5 Jahre. Das Ergebnis? Eine 1,2 Kilometer lange Passage, die sich an die Felswand schmiegt und deren Fenster ins Nichts fallen. Diese klaffenden Löcher, die einst zum Auswurf von Geröll dienten, bieten heute einen atemberaubenden Blick auf das darunterliegende Tal. Keine Leitplanken, kein Verzeihen. In Deutschland könnten Nervenkitzelsuchende das kurvenreiche Stilfser Joch oder die nebligen Gipfel der Schwarzwaldhochstraße ansteuern. Aber im Guoliang ist die Gefahr in die Knochen des Berges gemeißelt. Heute zieht der Tunnel wagemutige Reisende, Abenteurer und Fotografen aus der ganzen Welt an. Nicht nur wegen der Aussicht, sondern auch, um die Entschlossenheit zu würdigen, die nötig war, um dieses Meisterwerk zu schaffen. Der Guoliang-Tunnel ist nicht einfach nur eine Straße. Er ist ein lebendiges Denkmal menschlichen Mutes, der nicht auf Rettung wartet, sondern sich seinen eigenen Weg durch den Stein bahnt. Hubuang Huiguan Opera House, die Geisterbühne. Was passiert, wenn man etwas auf einer alten Begräbnisstätte baut? Im Fall des Hubuang Huiguan Opera House in Peking erhält man eine schaurige Geschichte über ruhelose Geister. Das 1807 errichtete historische Gebäude war ursprünglich ein Rathaus, wurde aber während des Zweiten Weltkriegs in einen Bunker umgewandelt. Der Boden unter dem Haus birgt jedoch Geheimnisse. Alte Gräber, die nicht lange ungestört bleiben werden. Die bekannteste Geistergeschichte, die mit dem Opernhaus in Verbindung gebracht wird, ist die des schreienden Geistes, der nachts durch den Innenhof hallt. Besucher haben berichtet, dass sie noch lange nach dem Ende der letzten Vorstellung blutige Schreie hören. Aber es sind nicht nur die Schreie, die beunruhigen. Werfen Sie einen Stein in den Hof, hören Sie vielleicht eine geisterhafte Stimme, die Sie ausschimpft. Manche führen dies auf eine seltsame Akustik zurück. Andere glauben, dass die Stimme etwas viel Unheimlicheres ist. Selbst Skeptiker haben die unheimlichen Vorgänge im Gebäude beobachtet. Darsteller und Mitarbeiter berichten oft von seltsamen Schatten hinter der Bühne oder kalten Flecken in leeren Räumen. Das Gefühl, beobachtet zu werden, ist allgegenwärtig. Und niemand fühlt sich wirklich allein. Selbst im Herzen des geschäftigen Pekings ist das Hubuang Huiguan Opernhaus nicht nur eine Bühne für die Schauspieler, sondern auch für die Geister, die sich weigern zu gehen. Burma Inn, der ruhelose Geist. Im Herzen Pekings steht das rätselhafte Burma Inn, ein Hotel, das von Geflüster, Schatten und Geschichten umwoben ist, die nicht verblassen wollen. Einer lokalen Legende zufolge gab es vor vielen Jahren einen mysteriösen Vorfall, bei dem ein Gast unter ungewöhnlichen Umständen erkrankte. Seit diesem Tag berichten Gäste und Mitarbeiter von seltsamen Ereignissen, die sich nicht erklären lassen. Einige Besucher berichten, dass sie eine beunruhigende Präsenz in ihren Zimmern gespürt haben, als ob jemand Unsichtbares sie von der Ecke aus beobachten würde. Andere sind mitten in der Nacht durch leises Flüstern, flackerndes Licht oder Türen, die sich knarrend öffnen, aufgewacht. Einige wenige behaupten sogar, eine schattenhafte Gestalt am Fußende ihres Bettes gesehen zu haben, nur um in dem Moment zu verschwinden, in dem sie sich bewegten. Langjährige Mitarbeiter berichten von ihren eigenen Erfahrungen.
unerklärliche kalte Stellen, Schritte, die in leeren Fluren widerhallen, und bestimmte Räume, die niemand nach Einbruch der Dunkelheit allein reinigen möchte. Sie sprechen von einer nachklingenden Energie, nicht schädlich, aber zutiefst beunruhigend, als wäre ein Teil des Gebäudes selbst in der Zeit gefangen und würde das Echo eines längst vergangenen Moments wiedergeben. Ob Sie nun an das Paranormale glauben oder nicht. Eines ist sicher, das Burma Inn birgt seine Geheimnisse. Und sollten Sie sich jemals entscheiden, hier zu übernachten, lassen Sie vielleicht ein Licht an, nur für den Fall. Die Entdeckung der Terrakotta-Armee, ein Zufallsfund. Stellen Sie sich vor, ein ganz normaler Tag. Ein unscheinbarer Bauer gräbt einen Brunnen und plötzlich stößt er auf eine der bemerkenswertesten archäologischen Entdeckungen aller Zeiten. Im Jahr 1974 geschah genau dies. Der Bauer, der in der Provinz Shaanxi arbeitete, stieß unwissentlich auf die ersten Teile der legendären Terrakotta-Armee des Kaisers Qin Shi Huang. Diese Krieger aus Ton, die vor mehr als 2000 Jahren geschaffen wurden, sollten dem Kaiser im Jenseits dienen und ihn schützen. Jeder Soldat ist ein Individuum, mit einzigartigen Gesichtszügen, Rüstungen und Posen, was jede Figur zu einem Meisterwerk macht. Seit dieser schicksalhaften Entdeckung wurden über 8000 lebensgroße Soldaten sowie Pferde, Wagen und Waffen freigelegt, die das unglaubliche Ausmaß der letzten Ruhestätte des Kaisers verdeutlichen. Der wichtigste Teil der Stätte, das eigentliche Grab von Qin Shi Huang, bleibt jedoch verborgen. Alte Texte weisen darauf hin, dass das Grab Flüsse aus flüssigem Quecksilber enthält, die Unsterblichkeit verleihen sollen. Moderne Tests stützen diese Behauptungen und weisen auf hohe Quecksilberwerte in der Gegend hin. Wenn das stimmt, könnte das Öffnen des Grabes nicht nur für seine Erhaltung, sondern auch für jeden, der es wagt, es zu betreten, eine Gefahr darstellen. Die letzte Ruhestätte des Kaisers bleibt also versiegelt und birgt viele Geheimnisse in sich. Welche weiteren Wunder sich darunter verbergen könnten, wird die Zeit zeigen. Die Huanglong-Höhle, eine mystische Unterwelt. Im Herzen von Zhangjiajie, Hunan, liegt die Huanglong-Höhle, ein unterirdisches Wunderwerk, das die Besucher in eine andere Welt zu versetzen scheint. Die Höhle, die auch als Höhle des gelben Drachens bekannt ist, erstreckt sich über eine erstaunliche Fläche von 60.000 Quadratmetern, gefüllt mit surrealen Landschaften aus hoch aufragenden Stalaktiten und unterirdischen Flüssen. Wenn man durch die riesigen Kammern wandert, hat man das Gefühl, in einen Traum einzutauchen. Die Schönheit dieser Höhle ist unbestreitbar. Aber es sind die Legenden und unheimlichen Ereignisse, die ihr einen beunruhigenden Charme verleihen. Der Volksmund erzählt von einem mystischen gelben Drachen, der einst in der Höhle hauste und die dort verborgenen Schätze bewachte. Einige Besucher behaupten, ein seltsames goldenes Leuchten in der Dunkelheit gesehen zu haben, das erst bei Annäherung wieder verschwand. Aber es sind nicht nur die Fabelwesen, die diese Höhle unheimlich machen. Die Menschen hören oft ein Flüstern in den Tunneln, selbst wenn sie ganz allein sind. Manche glauben, dass diese Stimmen von Geistern stammen, die in dem Labyrinth und den Gängen gefangen sind und unaufhörlich nach einem Ausweg rufen. Manchmal scheint die Höhle sogar zu atmen. Windböen rauschen in einem unheimlichen Rhythmus durch die engen Gänge, als ob etwas tief im Inneren ausatmen würde. Das vielleicht geheimnisvollste Merkmal ist der Abgrund. Eine Kluft, die so tief ist, dass niemand sie messen konnte. Steine, die in den Abgrund geworfen werden, fallen in die Stille, was den beunruhigenden Charme der Höhle noch verstärkt. Ob sie nun wegen der atemberaubenden Geologie oder der unheimlichen Atmosphäre kommen. Die Huanglong-Höhle ist ein Ort, an dem das Mystische und das Geheimnisvolle aufeinanderprallen. Der Zhangjiajie National Forest Park, eine fantastische Landschaft. Wenn Sie schon immer einmal eine Landschaft erkunden wollten, die wie aus einem Fantasyfilm wirkt, dann ist der Zhangjiajie National Forest Park genau das Richtige für Sie. Dieser surreale Park im Herzen der Provinz Hunan ist berühmt für seine hoch aufragenden Quarzsandsteinsäulen, von denen einige über 200 Meter in den Himmel ragen. Diese steinernen Giganten, die über Millionen von Jahren durch Wind- und Wassererosion geformt wurden, bilden ein mystisches Labyrinth aus Gipfeln, die in Nebel gehüllt sind. Der Ort ist so unwirklich, dass er James Cameron zu den schwebenden Bergen im Film Avatar inspirierte. Zhangjiajie ist jedoch mehr als nur ein atemberaubendes visuelles Spektakel. Die Einheimischen glauben, dass die Berge eine spirituelle Bedeutung haben. Und viele Legenden besagen, dass sie einst heilige Versammlungsorte für Unsterbliche waren.
Manche glauben sogar, dass die Berge von unsichtbaren Kräften beschützt werden und das Land vor Schaden bewahren. Besucher beschreiben oft eine beruhigende, fast magische Energie, wenn sie zwischen den hochaufragenden Türmen spazieren gehen, als ob das Land selbst über sie wachen würde. Eine der aufregendsten Attraktionen des Parks ist die Zhangjiajie-Glasbrücke, die als eine der längsten und höchsten Glasbodenbrücken der Welt gilt. Beim Überqueren der Brücke hat man einen schwindelerregenden Blick auf die 300 Meter tiefe Schlucht und hat das Gefühl, in dünne Luft zu springen. Für diejenigen, die noch mehr Aufregung suchen, gibt es auch die Möglichkeit, Bungee-Jumping zu machen. Ganz gleich, ob sie auf der Suche nach Abenteuer, Ruhe oder einfach nur einer atemberaubenden Aussicht sind. Zhangjiajie bietet ihnen ein unvergleichliches Erlebnis. Mogao-Höhlen, Geheimnisse der Seidenstraße. In Dunhuang, Gansu, befindet sich eine der rätselhaftesten und historisch bedeutendsten Stätten Chinas, die Mogao-Höhlen. Diese Höhlen, die auch als die Höhlen der 1000 Buddhas bekannt sind, wurden vor mehr als 1000 Jahren in die Felsen gehauen. Im Inneren finden Sie einige der bemerkenswertesten buddhistischen Wandmalereien und Skulpturen, die ein Erbe spiritueller und künstlerischer Errungenschaften aus mehreren Jahrhunderten bewahren. Doch die Entdeckung der Höhle 17, der sogenannten Bibliothekshöhle, macht diese Stätte zu etwas ganz Besonderem. Im Jahr 1900 stieß ein taoistischer Mönch namens Wang Yuanlu auf diese verborgene Fundgrube alter Texte und Kunstwerke, darunter über 50.000 Manuskripte, Schriftrollen und Gemälde. Diese Dokumente, von denen einige buddhistische Lehren, medizinische Texte und historische Aufzeichnungen waren, boten einen Einblick in das alte chinesische Leben. Zu den bemerkenswertesten Funden gehörte das Diamant-Sutra, das älteste bekannte gedruckte Buch der Welt, das auf das Jahr 868 zurückgeht, Jahrhunderte vor der Gutenberg-Bibel. Doch die Frage bleibt, warum dieser Wissensschatz versteckt wurde. Einige glauben, dass der Mönch sie versiegelt hat, um sie vor eindringenden Mächten zu schützen, während andere glauben, dass sie im Laufe der Zeit einfach vergessen wurde. Wie auch immer, diese Entdeckung hat unser Verständnis des alten Chinas und des Buddhismus erheblich erweitert. Heute gehören die Mogao-Höhlen zum UNESCO-Weltkulturerbe und ziehen Gelehrte, Pilger und Touristen aus aller Welt an. Da jedoch viele der Höhlen noch unerforscht sind, kann man nur raten, welche weiteren Geheimnisse dort lauern. Die Geisterstadt Haotuan, die Rückgewinnung der Natur. Auf der Insel Shengshan in der Provinz Zhejiang liegt eines der unheimlichsten und verlassensten Dörfer Chinas, Haotuan. Einst war dieses Dorf eine blühende Fischergemeinde, in der über 2000 Menschen lebten. Doch mit der Zeit wurde das Leben auf der Insel immer schwieriger, da der Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung und Nahrungsmitteln begrenzt war, begannen die Familien auf der Suche nach besseren Möglichkeiten zu gehen. Im Jahr 2002 war Haotuan völlig verlassen und die Natur eroberte sich das Land schnell zurück. Was heute übrig geblieben ist, ist ein gespenstisch schönes Bild von verfallenen Gebäuden, die von dichtem grünen Efeu überwuchert sind. Die Straßen sind von wilden Pflanzen überwuchert und verlassene Häuser stehen wie stumme Wächter da und starren aus ihren Fenstern in die leere Landschaft. Einige der Gebäude sind noch möbliert, als wären ihre Bewohner einfach über Nacht verschwunden. Die einzigen Geräusche sind das Rascheln von Blättern und der gelegentliche Ruf von Seevögeln über dem Meer. In den letzten Jahren hat sich Haotuan zu einer surrealen Touristenattraktion entwickelt, die Fotografen und Entdecker anzieht, die sehen wollen, was passiert, wenn sich die Natur die menschliche Besiedlung zurückholt. Bei einem Spaziergang durch diese überwucherte Geisterstadt stellt sich die Frage: Erinnert sich das Land an die Menschen, die hier einst lebten? Oder hat sich Haotuan in etwas ganz anderes verwandelt? In einen Ort, an dem die Vergangenheit wie ein ewiges Flüstern im Wind verweilt? Die unterirdische Stadt Peking, eine verborgene Welt unter der Erde. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es unter den belebten Straßen Pekings eine ganze geheime Welt gibt? Eine riesige unterirdische Stadt, die während des Kalten Krieges zum Überleben entworfen wurde und jetzt in der Stille verblasst. Willkommen in Pekings unterirdischer Stadt, einem Relikt aus der Zeit des Kalten Krieges, das sich zu einer urbanen Legende entwickelt hat. Dieser weitläufige Bunker wurde in den 1950 und
1960 Jahren als Atombunker gebaut und sollte die Bewohner im Falle eines Krieges schützen. Mit seinen über 30 Kilometer langen Tunneln und mehr als 20.000 Räumen konnte er bis zu 300.000 Menschen beherbergen. Er verfügte sogar über Schulen, Krankenhäuser und Theater und schuf so eine versteckte Stadt unter Chinas Hauptstadt. Doch trotz ihrer enormen Ausmaße wurde sie nie für den vorgesehenen Zweck genutzt. Im Laufe der Zeit wurden Teile der unterirdischen Stadt in Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen umgewandelt. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einem dunklen, klaustrophobischen Bunker ohne natürliches Licht und mit flackernden Glühbirnen über dem Kopf. Das klingt wie die Prämisse für einen Horrorfilm, nicht wahr? 2010 schlossen die Behörden die unterirdische Stadt aus Sicherheitsgründen. Das hat Stadtforscher jedoch nicht davon abgehalten, sich hineinzuwagen. Heute bestehen die Überreste dieser unterirdischen Welt aus versiegelten Tunneln und verlassenen Gängen. Einige Besucher behaupten, schwache Schritte in den leeren Hallen zu hören, während andere schwören, Schatten über die Wände huschen gesehen zu haben. Egal, ob es hier spukt oder ob es nur ein Produkt der Zeit ist. Dieses unterirdische Relikt ist eine schaurige Erinnerung an eine Zeit, in der die Menschen auf das Schlimmste vorbereitet waren, nur um ihre Pläne hinter sich zu lassen. Wonderland, ein Traum, der in Trümmer geht. Stellen Sie sich einen Vergnügungspark vor, der mit dem Zauber von Disneyland mithalten kann. Mit hochaufragenden Schlössern, skurrilen Fahrgeschäften und vergnügungsreichen Räumen. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass er nur halb gebaut ist, in Ruinen liegt und für immer verlassen wurde. Willkommen im Wonderland, einem verlassenen Themenpark im Dorf Chunjiang, der einst der größte Vergnügungspark Asiens werden sollte. Die Bauarbeiten begannen in den 1990er Jahren. Und der Park sollte ein magisches Königreich für Familien aus ganz China werden. Doch bevor der Park seine Pforten öffnen konnte, kam alles zum Stillstand. Rechtsstreitigkeiten und finanzielle Probleme brachten das Projekt zu einem unerwarteten Ende und hinterließen nur unfertige Schlösser, verrostete Attraktionen und gewundene Straßen, die nirgendwo hinführten. Jahrelang standen die skelettartigen Überreste von Wonderland als gespenstische Erinnerung an das, was hätte sein können. Stadtforscher und Fotografen strömten an den Ort, um Bilder von diesem halbfertigen Traum zu machen, der nun von der Natur überholt wurde. Die Besucher berichteten sogar von einer seltsamen Atmosphäre, als ob der Park an seinem verlorenen Versprechen festhalten würde. Im Jahr 2013 wurden die Überreste von Wonderland abgerissen und die letzten Spuren des gescheiterten Vergnügungsparks verwischt. Seine Geschichte lebt jedoch als warnendes Beispiel für fehlgeschlagenen Ehrgeiz weiter. Was ein Ort der Freude und Aufregung hätte sein können, ist jetzt nur noch eine unheimliche Erinnerung. Wer weiß? Vielleicht wird eines Tages jemand versuchen, ein neues Wonderland zu errichten. Aber hoffen wir, dass sie es nicht zu einer Geisterstadt verkommen lassen, bevor es überhaupt begonnen hat. Besondere Entdeckung. Ein kürzlich aufgetauchtes Bild einer Hightech-Spionagedrohne, die über dem ländlichen China operierte, hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Die Aufnahmen, die angeblich während eines Routineüberwachungsfluges gemacht wurden, sagen, dass eine Spionagedrohne über China geflogen ist und etwas aufgenommen hat, das niemand wissen soll. Die Objekte scheinen große, scheibenförmige Strukturen zu sein, die über ein weites Feld verstreut sind. Diese Objekte, die UFOs ähneln, sind von Gruppen von Menschen umgeben, die sich in organisierten Mustern zu bewegen scheinen, fast so, als ob sie an einer Art Ritual oder Versammlung teilnehmen. Die Bilder wurden von den Behörden schnell als einfache landwirtschaftliche Operation abgetan, aber Verschwörungstheoretiker haben eine andere Erklärung. Einige vermuten, dass die Strukturen Teil eines geheimen Regierungsprojekts sind oder sogar Beweise für einen außerirdischen Kontakt. Die beängstigendste Theorie ist, dass die Menschen, die die Objekte umgeben, nicht menschlich sind, sondern Teil eines übernatürlichen Phänomens oder einer verdeckten außerirdischen Interaktion. Da die chinesische Regierung eine Stellungnahme verweigert, werfen die Aufnahmen mehr Fragen als Antworten auf. Was glauben Sie, was die Objekte auf den Aufnahmen wirklich sind? Könnte dies der erste Beweis für eine versteckte außerirdische Präsenz sein? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Die verlassene Luxusstadt bei Shenyang. Eine Oase der Leere. Stellen Sie sich eine luxuriöse Wohnstadt mit prächtigen Villen, unberührten künstlichen Seen und üppigen Parks vor, die für die wohlhabendsten Einwohner Chinas entworfen wurde. Und nun stellen Sie sich dieselbe luxuriöse Gemeinde vor, völlig verlassen.
von der Natur überwuchert, mit leeren Villen und zerfallenen Straßen. Dies ist die Geschichte der verlassenen Luxusstadt in der Nähe von Shenyang. Die Bauarbeiten an diesem großartigen Projekt begannen Anfang der 2000er Jahre, als die Entwickler ein verschwenderisches, exklusives Viertel errichten wollten. Der Plan war, ein Paradies für Chinas Elite zu schaffen. Eine Stadt, die ihresgleichen sucht. Im Jahr 2012 kam das Projekt jedoch zum Stillstand. Finanzielle Probleme, mangelndes Interesse der Käufer und Missmanagement führten dazu, dass die Stadt unvollendet blieb. Was als luxuriöser Zufluchtsort für die Reichen gedacht war, ist heute eine Geisterstadt, die nur von streunenden Tieren und gelegentlich neugierigen Reisenden bewohnt wird. Wenn man durch diese verlassene Landschaft geht, ist es, als würde man in einen vergessenen Traum eintreten. Teure Häuser stehen unvollständig. Ihre Fenster sind zerbrochen und ihre Wände mit Graffiti beschmiert. In einigen Gebäuden sind Baumaterialien zurückgeblieben, als wären die Arbeiter plötzlich weggegangen und nie zurückgekehrt. In den Straßen herrscht eine unheimliche Stille, die nur durch gelegentliche Windstöße oder das Rascheln verlassener Spielgeräte unterbrochen wird. Manche glauben, dass diese luxuriöse Stadt eines Tages wiederbelebt werden könnte. Aber im Moment ist sie eine deutliche Erinnerung daran, dass selbst die größten Ambitionen zerbröckeln können, wenn sie auf einem wackeligen Fundament stehen. Die Geheimnisse des Kanissees in Xinjiang. Der hoch im Altai-Gebirge gelegene Kanissee ist eines der faszinierendsten und rätselhaftesten Gewässer in Xinjiang. Das Wasser des Sees ist berühmt für seine ständig wechselnden Farben, die je nach Wetter und Jahreszeit von tiefblau über smaragdgrün bis hin zu einem milchigen Weiß reichen können. Während Wissenschaftler dieses Phänomen auf Gletschersedimente und Lichtreflexion zurückführen, haben die Einheimischen ihren eigenen Glauben. Und einige glauben, dass der See mystische Eigenschaften hat. Das seltene Phänomen des Buddhas Light, eine optische Täuschung, bei der sich ein leuchtender Heiligenschein um den Schatten einer Person bildet, macht den Reiz des Sees aus. Dieses unheimliche Leuchten tritt nur unter bestimmten Bedingungen auf und bietet ein gespenstisch schönes Schauspiel. Das größte Geheimnis um den Kanissee ist jedoch die Legende eines riesigen Wesens, das unter seiner Oberfläche lauert. Einheimische und Touristen haben berichtet, dass sie große, dunkle Gestalten gesehen haben, die sich im Wasser bewegen. Einige glauben, dass die Kreatur über 30 Fuß lang ist, andere vermuten, dass es sich um eine Art riesigen Fisch handelt. Skeptiker argumentieren, dass es sich einfach um einen riesigen Huchotaiman handeln könnte, eine seltene und massive Fischart. Bisher konnte jedoch noch niemand einen Fisch fangen, der groß genug ist, um die Legende zu bestätigen oder zu widerlegen. Ob man ihn nun als einen Ort der Schönheit, des Staunens oder des Geheimnisses betrachtet. Der Kanissee ist zweifellos eine der faszinierendsten Naturlandschaften Chinas. Und wenn Sie sich jemals auf das Wasser wagen, wissen Sie nie, was sich unter der Oberfläche verbirgt. Longmen-Grotten, ein heiliger und geheimnisvoller Anblick. Die in die Felsen der Provinz Henan gehauenen Longmen-Grotten sind eine der beeindruckendsten historischen Stätten Chinas. Diese riesige Sammlung buddhistischer Höhlen beherbergt über 100 Statuen, von denen einige bis zu 21 Meter hoch sind. Die Grotten sind zwar ein Zeugnis spiritueller Hingabe, doch umgibt die Stätte auch eine geheimnisvolle Aura, die viele Besucher verunsichert. Die aus dem 5. Jahrhundert stammenden Grotten haben Jahrhunderte von Kriegen, dynastischen Veränderungen und sogar Plünderungen überstanden. Die Legenden, die sich um die Grotten ranken, besagen, dass die Stätte von jahrhundertelangen Gebeten und Meditationen durchdrungen ist und eine fast übernatürliche Energie erzeugt. Mönche, die hier einst meditierten, glauben, dass die Statuen göttliche Weisheit enthalten. Einige Besucher behaupten, schwache Gesänge zu hören, selbst wenn die Höhlen völlig still und leer sind. Was jedoch wirklich auffällt, sind die Buddha-Statuen selbst. Im Laufe der Zeit sind viele dieser Statuen beschädigt oder verunstaltet worden, was ihnen eine eigentümliche, fast beunruhigende Qualität verleiht. Manche Menschen haben das Gefühl, dass sich die Gesichter der Statuen leicht verschieben, wenn sie wegschauen, sodass sie das Gefühl haben, dass sie beobachtet werden. Andere empfinden in den Grotten ein überwältigendes Gefühl des Friedens, als ob die Gebete und die Hingabe derer, die vor ihnen kamen, noch immer die Luft erfüllen. Im Gegensatz zu den typischen Spukorten, die mit tragischen Ereignissen oder Geistersichtungen verbunden sind, bergen die Longmen-Grotten eine andere Art von Geheimnis. Es ist ein Mysterium, das mit Glauben,
Hingabe und der nicht greifbaren Energie jahrhundertelangen Glaubens verbunden ist, ob sie nun an Geister glauben oder nicht. Wenn sie vor einem massiven, 21 Meter hohen, in den Fels gehauenen Buddha stehen, wird zweifellos etwas tief in ihnen aufgewühlt. Begräbnisstätten der Shang-Dynastie, Geheimnisse der Vergangenheit. Stellen Sie sich vor, Sie betreten eine neu entdeckte archäologische Stätte und finden dort uralte menschliche und tierische Skelette, die in verschlungenen Mustern angeordnet sind. Genau das haben Forscher in der ehemaligen Hauptstadt der Shang-Dynastie in China entdeckt. Eine Entdeckung, die Historiker und Archäologen gleichermaßen vor Rätsel stellt. Diese über 3000 Jahre alten Grabstätten gehören zu einer der frühesten bekannten Zivilisationen Chinas. Bisher wurden 28 Gräber ausgegraben, von denen einige mit Symbolen versehen sind, die an alte chinesische Schriftzeichen erinnern, wie zum Beispiel das Symbol für Treue. Andere weisen tiefe Gruben auf, in denen menschliche und tierische Überreste Seite an Seite ruhen. Ein Beweis für aufwendige und symbolträchtige Bestattungsbräuche. Aber was bedeuteten diese Muster und welche Rolle spielten die Tiere bei diesen alten Bräuchen? Einige Experten glauben, dass es sich dabei um Rituale von tiefer spiritueller Bedeutung handelte, vielleicht Teil der Ahnenverehrung, bei der die Lebenden ihre verstorbenen Verwandten im Jenseits ehrten und pflegten. Andere vermuten, dass es sich um Zeremonien handelte, die eine Verbindung zu höheren Mächten herstellen sollten, um Schutz, Wohlstand oder göttliche Gunst für die Gemeinschaft zu gewährleisten. Unabhängig von der Interpretation zeichnen diese Gräber ein lebendiges Bild einer Gesellschaft, die tief in Tradition, Symbolik und Ehrfurcht vor Kräften jenseits der physischen Welt verwurzelt ist. Noch heute berichten Besucher und Wissenschaftler von einer Stille um die Stätte, als ob die Vergangenheit noch immer durch den Boden hallt, ob sie nun als heilig, geheimnisvoll oder einfach nur ehrfurchtgebietend angesehen werden. Die Shang-Grabstätten erinnern uns eindringlich daran, dass der Glaube alter Zivilisationen auch noch Tausende von Jahren später unsere Neugier und Faszination prägt. Taoismus und der Tempel der weißen Wolken, Geister im Wind. Der Taoismus lehrt Gleichgewicht, Harmonie und den Fluss der universellen Energie. Und nur wenige Orte verkörpern dies mehr als der Tempel der weißen Wolken in Peking. Diese heilige Stätte wurde 741 erbaut und ist seit über 1000 Jahren ein Zentrum der taoistischen Praxis. Doch seine lange Geschichte verleiht ihm einen Hauch von Geheimnis, der viele Besucher in seinen Bann zieht. Aufzeichnungen aus dem Jahr 1202 beschreiben ein Feuer, das einen Großteil der ursprünglichen Struktur zerstörte. Seitdem wurde der Tempel wieder aufgebaut, restauriert und verehrt, nicht nur als Ort der Anbetung, sondern auch als ein Heiligtum von spiritueller Tiefe. Heute berichten Besucher oft von ungewöhnlichen Empfindungen, Lichter, die ohne ersichtlichen Grund flackern, Räume, die trotz ihrer Versiegelung kühl zu sein scheinen, und sanfte Geräusche, die von der Brise in ansonsten ruhigen Räumen getragen werden. Mönche, die hier leben und praktizieren, glauben, dass diese Momente Zeichen der spirituellen Resonanz des Tempels sind. Ein kraftvoller Energiefluss, der sich über Jahrhunderte des Gebets, der Meditation und der Tradition entwickelt hat. Manche beschreiben sie sogar als eine Art natürliche Präsenz, ein Gefühl der Verbundenheit mit denen, die vor ihnen kamen. Trotz dieser seltsamen Geschichten ist der Tempel der weißen Wolken nach wie vor einer der aktivsten und angesehensten taoistischen Tempel in China. Die Pilger kommen auf der Suche nach Klarheit, Führung und Seelenfrieden. Wenn sie sich also dort befinden und eine plötzliche Brise spüren oder ein leises Geräusch in der Stille hören, nehmen Sie es als Erinnerung. Sie gehen durch einen Ort, der durch jahrhundertelange Hingabe geformt wurde, wo jeder Stein die Energie des Glaubens enthält. Die verbotene Stadt, Echos der Vergangenheit. Stellen Sie sich einen alten Palast vor, dessen große Säle von jahrhundertealten Geheimnissen durchdrungen sind. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie hören Schritte hinter sich, obwohl Sie ganz allein sind. Willkommen in der verbotenen Stadt in Peking, einem Ort, der für seine Geister ebenso berüchtigt ist wie für seine historische Bedeutung. Dieser weitläufige Palast wurde 1420 erbaut und diente den chinesischen Kaisern fast 5 Jahrhunderte lang als Residenz. Die verbotene Stadt beherbergt 980 Gebäude und mehr als 8700 Räume und ist damit eine Welt für sich, gefüllt mit Höflingen,
Concubinen, Eunuchen und Beamten, die alle ein Netz der Macht spannen. Doch die Herrschaft an einem solchen Ort war nicht immer friedlich. Verret. Hinrichtungen und Rivalitäten erfüllten die Luft mit Spannung und Trauer und verwandelten diesen großartigen Palast in einen Ort der Tragödie. Manche behaupten, dass die Geister der Palastmädchen und Konkubinen noch immer in den Hallen umherwandern und als flüchtige Schatten in der Kleidung der Qing-Dynastie auftauchen. Eine der beunruhigendsten Legenden handelt von unheimlicher, geisterhafter Musik. Besucher haben berichtet, dass sie nachts schwache, traditionelle chinesische Instrumente spielen hören, obwohl der Palast leer ist. Die schaurigste Geschichte stammt aus dem Jahr 1983, als ein Mann die Nacht in der verbotenen Stadt verbrachte. Angeblich sah er gespenstische Frauen mit Laternen, deren Gesichter gespenstisch blass und ausdruckslos waren. Er blieb nicht, um mehr zu sehen. Im Laufe ihrer langen Geschichte voller Intrigen und Blutvergießen ist es nicht verwunderlich, dass die verbotene Stadt in den Ruf gekommen ist, von Geistern heimgesucht zu werden. Besucher, ob alt oder neu, fragen sich oft, ob etwas Unsichtbares in den Schatten verweilt. Wenn diese Mauern sprechen könnten, würden sie Geheimnisse flüstern, die besser ungesagt bleiben. Das unversöhnliche Echo der Geschichte. Im Herzen von Nanjing liegt ein Ort der tiefen Besinnung. Er ist mehr als nur eine Gedenkstätte. Er ist eine stille Erinnerung daran, wie die Geschichte die Gegenwart prägt. Dieser feierliche Ort, der zum Gedenken an die Opfer vergangener Konflikte geschaffen wurde, lädt die Besucher dazu ein, nicht mit Angst zurück, sondern mit Verständnis nach vorne zu blicken. Die Atmosphäre ist ruhig. Die Architektur ist einfach und doch kraftvoll. Viele Besucher beschreiben ein Gefühl der stillen Ehrfurcht, nicht wegen der Legenden oder Mythen, sondern wegen der stillen Geschichten, die in den Mauern des Hauses erzählt werden. Es ist ein Ort, der zu Frieden, Einfühlungsvermögen und Nachdenken anregt. In einer sich schnell verändernden Welt erinnern uns Orte wie dieser daran, wie wichtig es ist, aus der Vergangenheit zu lernen, nicht in ihr zu verharren, sondern über sie hinauszuwachsen. Für diejenigen, die hierher kommen, geht es weniger um das Gewicht der Geschichte als vielmehr um ihre Botschaft, dass die Erinnerung eine Brücke zu etwas Besserem sein kann. Fengdu, die Stadt des Königs der Hölle. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie das Leben nach dem Tod aussehen könnte? Die Geisterstadt Fengdu in Chongqing könnte Ihnen einen kleinen Einblick geben. Dies ist kein gewöhnliches Touristenziel. Fengdu ist eine Stadt, die ganz auf das Konzept der Unterwelt ausgerichtet ist. Fengdu ist teils eine unheimliche Attraktion, teils eine spirituelle Pilgerstätte und ein Ort, der dem taoistischen und buddhistischen Glauben an das Leben nach dem Tod gewidmet ist. Der Legende nach müssen die Seelen diese Geisterstadt durchqueren, bevor sie das nächste Reich betreten können. Fengdu ist voll von riesigen, beunruhigenden Statuen von Dämonen, Geistern und den Richtern der Unterwelt. Diese Figuren stellen die Prüfungen dar, denen sich die Seelen stellen müssen, bevor sie entweder wiedergeboren werden oder die ewige Strafe erwartet. Einer der berühmtesten Orte der Stadt ist die Brücke der Hilflosigkeit, die die Seelen überqueren müssen, während sie für ihre Taten im Leben verurteilt werden. Es gibt auch den Geisterfolterpass, wo beunruhigende Statuen die verschiedenen Bestrafungen für Sünder darstellen. Die unheimliche Atmosphäre von Fengdu zieht jedes Jahr Tausende von Touristen an. Viele kommen, um die schaurige Folklore zu erleben oder sich einfach nur zu gruseln. Einige behaupten sogar, sie hätten bei ihren Streifzügen durch die Geisterstadt übernatürliche Erfahrungen gemacht. Ganz gleich, ob sie Fengdu als einen Ort von kultureller Bedeutung oder als buchstäbliches Tor zum Jenseits betrachten, Fengdu ist nicht nur unheimlich, sondern auch legendär und bietet einen schaurigen Einblick in das, was dahinter liegt. Die Marco-Polo-Brücke, eine Schlacht, die durch die Zeit hallt. Manche Brücken verbinden mehr als nur Land, sie verbinden uns mit dem Echo der Vergangenheit. Die Marco-Polo-Brücke oder Lugu-Brücke vor den Toren Pekings mag wie ein beschauliches Stück antiker Architektur aussehen. Doch unter ihren steinernen Löwen und verwitterten Bögen verbirgt sich eine tiefere, eindringlichere Geschichte. Bei Tageslicht ist er ein atemberaubendes Relikt chinesischer Ingenieurskunst, gesäumt von Hunderten handgeschnitzter Löwen, jeder mit einem anderen Gesichtsausdruck, die schweigend zusehen, wie die Jahrhunderte vergehen. Doch nach Sonnenuntergang scheint sich die Luft zu verändern. Die Einheimischen flüstern, dass die Brücke nicht schläft. Besucher berichten von dem leisen Echo marschierender Stiefel auf leerem Stein,
Andere hören entfernte Schüsse oder einen Wind, der nicht nur Blätter, sondern auch Stimmen trägt. Die Löwen selbst? Manche schwören, dass sie sich ganz leicht bewegen, wenn niemand hinsieht. Skeptiker halten dies natürlich für einen Trick des Geistes. Aber wer schon einmal nach Einbruch der Dunkelheit auf der Brücke gestanden hat, kann eine gewisse Energie nicht leugnen. Nicht beängstigend, aber schwer. Es ist, als ob sich die Brücke erinnert. Und vielleicht ist es genau das, was sie so eindrucksvoll macht. Nicht, dass es dort spukt, sondern dass sie sich weigert, zu vergessen. Auch Deutschland hat seinen Anteil an historischen Brücken, wie die Glienicke Brücke in Potsdam. Die Brücke der Spione, an der einst die Spannung des Kalten Krieges in der Luft lag. Genau wie die Marco-Polo-Brücke sind diese Orte nicht einfach nur Bauwerke. Sie sind lebendige Zeugnisse. Sie erinnern uns daran, dass die Vergangenheit nie so weit weg ist, wie sie scheint. Würden Sie eine solche Brücke um Mitternacht überqueren? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Und wenn Sie Geschichten lieben, in denen Geschichte und Geheimnisse aufeinandertreffen, vergessen Sie nicht, uns zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu läuten. Ihr wollt sicher nicht verpassen, was als nächstes kommt.